Die Lago 26 Foils ist ein speziell entwickeltes Boot und Produkt einer gemeinsamen Idee von Dieter Schneider und Hans Spitzauer. Ziel war es, das handelsübliche Boot so zu modifizieren, dass es mit Hilfe der zur Seite stehenden Foils oder auch Flügel genannt über das Wasser gleiten und somit noch höhere Geschwindigkeiten erreichen kann. Bei den ersten Flugversuchen Ende 2018 musste man wegen Windmangel das Boot mittels Tow-In testen. Die ersten Probleme zeigten sich, als man bei hohen Geschwindigkeiten und viel Wind das Boot an die Materialgrenze brachte. Nach der Winterpause kehrte man bei mehr Wind an den gleichen See zurück. Diesmal wollte der ORF dieses spannende Projekt hautnah miterleben. Denn vorab hatten wir berichtet, dass das Boot so schnell ist, dass der Mast kaum nachkommt. Und weil es so unglaublich klingt, brach dieser bei laufender Kamera gleich ein zweites Mal. This is what I'm gonna do with you. In welcher Phase sich dieses Projekt gerade befindet, erzählt uns kein anderer als der Bootsdesigner Hans Spitzauer. Mein Name ist Hans Spitzer, ich bin sozusagen einer der ältesten Candidates. Ich habe das mit dem Dieter Schneider, ich würde jetzt nicht sagen ins Leben gerufen, aber fortgesetzt und bin für die ganzen Lago bzw. Lago 26 Foilenden Projekte zuständig. Meine Erfahrungen sind 5 Olympischen Spiele. Ich war dann auch Weltmeister und Europameister und so ein paar andere Titel geholt. Und habe das, ich würde sagen, 30 Jahre sehr professionell betrieben und habe mich sozusagen als professioneller Segler, olympischer Segler zurückgezogen. Ich bin jetzt Geschäftsführer für North Sails Österreich, fahre immer noch gerne auf Segelbooten, unterstütze meine Kunden und vor allem unterstütze ich das Candidate Segelboot. Erinnerst du dich eigentlich noch an den Namen von dem Boot? Ist lustig, glaube ich. Ja, ich hab gesichtet, nämlich unser Material, das wir zusammengetragen haben, dann eigentlich schon über 1,5 Jahre eigentlich. Und da kommt kurz einmal die Corinna ins Bild, tauft das Boot, nämlich auf den Namen Candy. Erinnerst du dich? Wobei wir bis heute nicht wissen, ob Candy mit C oder mit K zu Beginn, mit Umlaut E oder mit A und mit Y oder I. Der Mast. Das ist eigentlich eins der Hauptthemen, die wir zu besprechen haben eigentlich und die du besonders eigentlich zum Feintunen gehabt hast. Ja? Das war irgendwo ja irgendwie eine Schwachstelle, würden wir jetzt einmal sagen. Warum und was haben wir jetzt dagegen getan? Also wir haben letztes Jahr am meisten mit unserem Mast gekämpft. Das ist primär daran gelegen, wir produzieren unsere Masten auch für unsere Boote selber und haben ein Profil. Und dieses Profil haben wir herangenommen und gesagt, okay, wir machen das 3-mal so stark wie ein normalen Mast für ein normales Boot, weil die Kräfte 3-mal so stark sind. Allerdings muss man sagen, das ist ein bisschen, ich kann das nicht sagen Milchmädchenrechnung, aber das war für uns das Einfachste zu machen, weil es nicht ganz so einfach ist, Masten zu bekommen, um einmal zu schauen, ob das alles funktioniert und geht. Produzieren wir unser Mast selber und machen das. Ja. Und da hat sich immer herausgestellt, dass es da schon, dass ich vielleicht ein bisschen die Kräfte unterschätzt habe. Und wir dann beim Fahren gesehen haben, was da eigentlich alles los ist, wenn so ein 8 Meter Boot in die Luft steigt und abhaut und immer schneller wird. Und dann haben wir eben gesehen, dass einfach das Profil selbst, das wir haben, und das konnten wir nicht ändern, vom Profil zu klein ist. Ja. Und deswegen haben wir sozusagen ständig einen instabilen Mast gehabt. Und haben immer den gleichen repariert und es ist halt immer an unterschiedlichen Stellen dann abgebrochen, bis wir dann gesagt haben, so jetzt hören wir auf, es geht nicht mehr und haben dann einen ganz wesentlichen Schritt gemacht und wir haben dann mit einem Neuseeländer zusammengearbeitet, das ist der Chris Mitchell, der für den America's Cup arbeitet und sehr viele Fliegen und er fast für alle fliegenden Boote die Masten berechnet hat und der hat für uns auch den neuen Mast entwickelt und berechnet, der in den nächsten 2 Wochen fertig wird und den wir dann am Neuseeland befahren. Man braucht ja 4 oder 5 Mann, um das Boot richtig auszutesten, oder? Also wie viele Leute sind am Boot normalerweise? Ja, wir sind letztes Jahr, haben wir es einzig konzipiert, dass wir zu 5 segeln.
Und auch da haben wir gesehen, umso weniger Leute sind bei wenig Wind, umso leichter kommt das Boot ins Fliegen und so. Und das war auch ein Grund, dass wir sozusagen Ausleger gesetzt haben, weil das hat den Vorteil, dass auch der Steuermann draußen sitzen kann. Also wir werden in der Saison 2020 dem Coronavirus Rechnung tragen und nicht zu 5 am Boot sitzen, sondern zu 4. Schwierig wird noch sein, eine Regatta zu pinnen, also welche Regatta man sich da aussucht, weil man weiß es ja nicht, man weiß ja nicht, welche Regatta jetzt tatsächlich stattfindet, oder korrigiere mich wiederum, weiß man denn, ob es irgendwie noch Regatten gibt dieses Jahr? Naja, ich glaube, man muss ein bisschen also grundsätzlich nehme ich an, dass es Regatten gibt. Die Klassiker, die wir fahren wollten, so wie das Blaue Band am Plattensee, nachdem Ungarn noch zu ist, glaube ich, wird die Regatta Anfang Juli sogar heuer gewesen werden. Wird das, glaube ich, nicht passieren. Nein, wahrscheinlich nicht. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Situation in Italien ist, kann ich mir schwer vorstellen, dass im September dort Regatten möglich sind. Also ich glaube, dass das Jahr einfach unter dem Motto Training und Testfahrten stehen wird, und das werden wir uns konzentrieren. Also der Plan ist, wenn das Boot fertig aufgebaut ist, dass wir es am Attersee stellen. Können wir auch sozusagen mit dem Rest des Candidates-Teams ein bisschen zusammenarbeiten, die dort vor Ort sind. Ich glaube, man muss das als Chance sehen. Ja? Also man kann natürlich sagen, es gibt keine Regatten, es ist ein Drama und es ist fürchterlich. Das können wir alle nicht ändern. Und ich sehe es von der Seite. Und ich glaube, das ist auch cool, unseren Zuschauern oder unseren Fans oder unseren Leuten zu zeigen, wie das geht. Also ich denke mir, eigentlich, was das betrifft, haben wir gute Optionen und gute Möglichkeiten. Alles habe ich nicht erzählt, aber wir haben echt coole Features auf dem neuen Boot, und ich glaube, das kann man fast nicht in Worte fassen, da musst du einfach mit der Kamera kommen und draufhalten und das zeigen. Erlebe spannende Projekte und ehrliche Geschichten nur auf Candidate Sailing.